Willkommen zum Skype Showdown am Football-Videoblog auf GR heute. Coach Haas, was für eine Meisterschaft. Jedes Wochenende ein Hitchcock-Spiel nach dem anderen. Unglaubliche Saison, oder? Ja, so wie wir es gehofft haben, oder? Es ist einer schlägt den anderen, der andere schlägt den anderen. Meine Picks diese Woche sind eine reine Katastrophe. So schlecht habe ich noch nie gepickt. Playoff-Szenario ist noch wide open. Da können wir sicher noch reden nachdem wir analysiert haben. Es ist wirklich, wirklich spannend und was kann man noch mehr erwarten? Zeigt es auch an den Zuschauerzahlen an, wo überall voll ist. Wir haben wieder Winterthur gesehen, wo voll war. Wir haben gehört, in anderen ist auch gut gewesen. Also es ist wirklich was man will, was ein Fußballfan will. Und für das trainiert auch jeder und für das spielt auch jeder zum Spaß hat und dass es spannend ist und nicht, dass es schon seit Anfang an alles klar ist. Die grösste Sensation sicher am Sonntag. Geneva Seahawks, unglaublich. Sie schlagen Bern Grizzlies, nachdem man gemeint hat, Bern Grizzlies sind drauf und dran, immer stärker und stärker zu werden. Mit dem hätte ich sicher gar niemand gerechnet. Du auch nicht, oder? Nein, so hätte ich so gepickt. Hätte ich nicht gerechnet. Der Dwayne hat mich noch gewarnt, nachdem er das gesehen hat, das Skype-Interview, hat noch gesagt, pass auf Genf. Wir sind vor allem daheim und alles und die kommen immer besser in Fahrt. Es war knapp gewesen. Das Resultat ist sehr knapp, aber schlussendlich zählt der Win. Und Genf hat somit ihre Playoff-Chancen weiterhin im Takt. Und ja, was sie gehört haben, haben sie sehr gut gespielt. Und Bern auch. Wie gesagt, es ist wieder ein Upset. Ja, es ist ein Upset. Das hätte ich nicht gedacht, nachdem wir Bern gesehen haben, wie die spielen und alles. Da können sie da und verlieren. Und den Winter gewonnen haben sie. Und jetzt haben sie Bern haben sie geschlagen, Winter haben sie geschlagen. Ja, also wirklich Hut ab vor Genf. Genau, und auf die 10 Jahre kommen wir noch zurück. Man hat Geneva eigentlich schon abgeschrieben, ich habe sie auch schon abgeschrieben. Jetzt haben sie nochmal eine Chance. Sind mehrere Teams sagen wir, gefördert für den Playoff kommen. Aber schauen wir doch zuerst einmal auf eine Mannschaft, die es sicher geschafft hat, auch das Heimrecht geschafft hat. Das sind die Broncos, die haben am Samstag an der Ringstrasse Lausanne klar mit 42:6 geschlagen. Also ich habe gehört, das erste Mal natürlich, dass ein paar U19 mitspielen, finde ich cool, das finde ich gute Geste vom Coach Baffen. Also da ein paar rein, da haben sogar einen Touchdown geschmissen. Ich habe auch gehört, dass er sehr sloppy war, viele Flags. Der Quarterback Evans, ich glaube 2 oder 3 Picks, bin jetzt nicht sicher, ich glaube 3 sogar, oder? Viele Fumbles hat es gegeben, habe ich gehört, sehr viel. Es war ein sehr sloppy Game. Und ich habe ein paar Kollegen gehabt, die sind geschaut und haben gesagt, das ist eines der wenigen Spiele, wo es eigentlich nicht gerade von der Sessel gerissen hat. Aber das ist auch so gegen so Teams, der letzte, der eigentlich schon abgestiegen ist. Und ja, aber auch dort muss man halt immer noch bringen. Und schlussendlich haben sie dann trotzdem hoch gewonnen. Aber ja, für die Zuschauer ist es wahrscheinlich nicht ganz spannend, das Spiel zu sehen auf der Ringstraße, wo es gegeben hat. Ein ganz spannendes Spiel, fast zur gleichen Zeit, ist in Vinti stattgefunden. Du bist ja da dabei gewesen, Vinti, Basel. Wir haben letzte Woche viel über das geredet. Und Basel, du hast deine Gladiators auch ein bisschen challenged, aber trotzdem für mich auch sehr überraschend. Gerade der Sieg 21:14 im gleichen Stadion, wo Vinti die Woche vorher gegen Broncos gewonnen hat, das ist eine Überraschung. Ja, es ist eine Überraschung von dem, wenn man denkt, wie es gegen Bern gespielt haben. Aber ich habe ja gesagt, sie haben Potenzial. Sie müssen jetzt das Potenzial mal reinbringen und dann sind sie ein Top-Team. Das habe ich ja schon immer gesagt. Und das haben sie jetzt endlich gemacht. Sie sind wirklich dort rein und haben von Anfang an sehr gut gespielt. Vinti ist immer wieder in Führung gegangen, aber sie sind dann gekommen und dann, wo sie dann endlich mal in Führung gegangen sind, Gladiators, also wir, haben wir den nicht mehr gegeben. Es hat einen Fumble gegeben, wo ganz klar Winterthur recovered hat. Sie haben das nicht gegeben, sie haben das uns gegeben. Es hat einen Catch gegeben vom Boden auf für Winterthur. Der steht einfach auf und hebt den Ball auf und sie geben ihn. Es hat so Zeug gegeben, aber die Schiedsrichter haben spielen lassen. Das ist jetzt mal gewesen, um zu sagen, sie haben lassen. Es hat auch ein heißer Spearing Call gegeben, sie haben ihn dann nicht gegeben, zum Glück einmal. Es wäre zwar jetzt mal ausnahmsweise, glaube ich, mal einer gewesen, aber die Schiedsrichter, muss man sagen, haben jetzt mal spielen lassen und haben einfach mal, es hat sehr viele Zuschauer gehabt, Stimmung ist gut gewesen. Und es ist wirklich ein lässiges Spiel zum Schauen. Der Perry hat super geschmissen. Der Perry hat eine 65 Completion Rate, 5,3 per Pass und 46 Throwing for 259. Also das sind natürlich super Stats, die er da angebracht hat. Und so wenn wir den Perry sehen und so kennen wir ihn auch von früher, auch von den jüngeren Jahren. Er hat wirklich sehr gut gespielt. René Fink hat jüngste Ball gefangen. Und jetzt haben wir endlich mal das ausgenutzt, wo wir können. Wir wissen, wir haben eine super Mannschaft. Auch das Laufspiel haben wir endlich mal etabliert. Die Defense hat Leitz auch gespielt, wirklich gut, gegen eine sehr gute Winterthur-Offense.
wenn wir so spielen, es ist noch viel für uns erwartet. Wir müssen einfach konstant bleiben. Und das ist ein bisschen unser Problem in letzter Zeit. Konstant. Eben gegen Bern so miserabel gespielt und jetzt plötzlich so gut. Und es tut dem Team wirklich super. Und das Team ist noch auch alle zusammen nochmal feststellen in den Ausgang, um mit dem Team noch zusammenzukommen. Es war wirklich gut gewesen. Und damit haben wir das totale Patt an der Nationalspitze. Die Broncos haben zu der Quali-Sieger noch nicht ganz auf sicher, aber werden auch wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, holen. Aber dahinter ist alles, wie du gesagt hast am Anfang, wide open. Wir haben Vinti mit 10 Punkten, wir haben Basel und Bern mit je 8, wobei Basel ein Spiel weniger hat und eben Geneva zwar nur mit 4 Punkte aus 7 Spielen, aber haben noch Lausanne und andere Direktbegegnungen, die sich etwas einholen können. Also man kann es fast schon nicht sagen, oder wie siehst du die Szenarien, die da möglich sind? Szenario ist eigentlich im Moment für meinen Swissball-Favorit Winterthur am schlechtesten. Die haben noch Kalanda und sie haben Genf. Genf ist ja mit gerade auf den Playoff-Platz. Verlieren sie die 2 Spiele, sind sie mehr oder weniger out, wenn die anderen gewinnen. Wenn sie die 2 Spiele verlieren Winterthur, sind sie out of the Playoffs und Genf rein. Das Gleiche gilt aber für uns. Wir haben jetzt noch ein Spiel mehr gegen Genf. Und wir haben noch Kalanda, der kommt, was auch sehr schwierig ist. Plus Bern, in Bern, jetzt am Pfingstmontag, nächsten Montag. Also auch für uns 3 sehr, sehr schwierige Spiele. Somit, ich sage jetzt einmal, Chur ist das einzig sichere Team. Auch Bern kann rausgehen, wie du gerade erwähnt hast. Chur ist gesichert, also Kalanda ist gesichert drin. Alle anderen 3 können rausgehen, Genf kann noch reinkommen. Es ist, wie gesagt, es ist so spannend wie noch nie zuvor. Und es kommt jetzt ich meine, das kann alles auf das letzte Nachtragsspiel am 24. Juni rauskommen, auf das Basel-Genf-Spiel. Und vielleicht müssen wir brutal zittern, vielleicht muss Winterthur zittern, vielleicht auch Bern. Also es ist wirklich, es können alle rausgehen, außer Chur. Wenn man sich vorstellt, dass Geneva Seahawks vor 2 Wochen gegen Lausanne verloren hat, oder? Also dass die 2 Punkte, die man eigentlich budgetieren müsste, da wäre Genf noch dicker drin. Es braucht wahrscheinlich gleich relativ viel noch. Eben, sie müssen euch schlagen, sie müssen auch Vinti schlagen. Das sind 2 Spiele, die man zuerst mal gewinnen muss. Oder? Sie haben aber Vinti und Lausanne daheim. Genf ist daheim stark. Fragen wir mal Bern. Sie müssen noch zu uns kommen, aber das letzte Spiel bei uns ist nicht schwierig. Aber ja, schade ist es nicht im Fernsehen, SF2, und man kann die fertig auf die Dinge schauen, weil es ist wirklich, da müssen wir fast jeden Match schauen, weil das ist wirklich spannend. Ja, das ist eine hochspektakuläre Saison auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu den Junioren. Da gibt es für die persönlich natürlich weniger Erfreuliches, aber für die ganze Fußballschweiz weniger Erfreuliches. Ihr sind untergegangen in Winterthur 49-19. Erzähl mir, was ist passiert? Ja, Winterthur war sehr, sehr stark gewesen. Also wirklich super Gameplan gehabt. Von Anfang an sind sie reingekommen und haben uns eigentlich, obwohl es in der Halbzeit nur 3 Punkte Unterschied war, sie haben uns eigentlich dominiert. Wir haben eigentlich wenig Chancen gehabt von Anfang an. Wie man weiss, ist ihr Coach verstorben am Mittwoch. Ihr Defense-Koordinator, der Adi 7, früher Seaside Vipers, kennen wir noch alle. Und ja, es ist schwierig. Sie haben sich dann entschieden zum Spielen. Ich habe dann noch angerufen am Freitag, weil ich verstehe, das muss jeder selber wissen. Und sie haben auch selber unter dem Team besprochen, dass sie das machen, wenn das Spiel. Ich könnte es nicht, wenn ein Assistentcoach von mir stirbt, was hoffentlich nie passieren wird. Sie haben sich entschieden zum Spielen, sind gekommen, sind natürlich super motiviert gewesen und haben uns gebrochen. Und ich bringe da keine Entschuldigung nicht. Wir haben sang- und klanglos verloren. Ich habe natürlich Ende drittes Quartal meine Status rausgenommen, aber wir sind dort schon am Verloren gewesen und haben die Jungen noch reingetan. Das ist nichts zum Abschwächen oder so. Die Niederlage gibt es nicht Entschuldigungen, wir sind gerade schlecht gewesen. Das akzeptiere ich auch nicht, das werden wir morgen im Training erleben. So, wenn wir dort gespielt haben und so vorbereitet sind, ist es, das akzeptiere ich nicht. Für das tun nicht viel Arbeit rein, für das tun wir alle Coaches viel Arbeit reinstecken und so werden wir spielen. Und ihr habt jetzt nächste Woche in Bern. Bei den Juniors auch. Es wird auch ein ganz toughes Spiel wahrscheinlich, oder? Es wird, und jetzt kommt das Szenario, wo reinkommt, wo man gesagt hat, die Junioren-Nationalmannschaft fliegt auf Holland. Bern hat Spieler drin, wir haben keine Spieler drin. Es ist also irgendwie auch wieder ungerecht und gerecht, aber Bern hat jetzt auch ein paar Spieler da lassen, also, wo gesagt haben, sie bleiben da. Zum Beispiel der Quarterback, der eigentlich gegangen wäre, der liegt jetzt da, der ist sehr gut, der Matteo. Wenn wir das Spiel verlieren am Montag, haben wir das Heimrecht verloren, dann müssen wir auswärts im
Playoffs, weil wir haben nur noch 2 Spiele und wir können gar nicht mehr aufholen. Dann, ja, also das Szenario ist für uns klar, wir müssen gewinnen, dass wir wenigstens Heimrecht haben. Plus die anderen Spiele auch noch gewinnen, dann gegen Chur und Genf. Es ist sehr, sehr schwierig im Moment. Ein Quarterback ist im Spital von mir, hat einen Schlüsselbeinbruch, der andere ist noch nicht fit, immer noch von einem Kurspiel und der dritte ist ein U16. Und ja, es ist schwierig, es ist sehr schwierig im Moment. Okay, gut, aber ich bin sicher, dass du da einen Weg findest, dein Team herzubringen. Zaubern kann ich auch nicht. Du kannst nicht zaubern, ich weiss, Robin, aber eben, wie wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, es ist auch eine ganz junge Equipe, die du hast, muss man auch sagen. Und Bern und Vinti vor allem auch sind ziemlich Seniors-laden und das ist bei den Juniors halt definitiv immer ein Faktor, oder? Ja, das ist so. Und darum versuche ich immer aufbauen auf Jahre hinweg und immer wieder, oder dass man nicht nur ein Jahr gut ist und die anderen Jahre nicht. Auch wenn man das ja nicht in Swissball kennt, immer mehr ein gutes Jahr gehabt. Aber das heisst nicht, dass wir schon resignieren. Wir werden natürlich mal weiterhin hart kämpfen und versuchen alle die letzten 3 Spiele zu gewinnen und dann sehen wir das Playoffs. Ich habe eigentlich gesetzt. Absolut. Absolut. Schauen wir noch auf eine andere Mannschaft, der geht es noch viel schlechter, sage ich jetzt mal. Chur Lumberjacks, du hast tippt den Sieg in Schaffhausen und leider sind die Lumberjacks mit 0:38 untergegangen. Ich weiß nicht mehr, was sagen. Tut mir leid, ich meine, es ist ein Team, das wir schlagen können. Sie haben gegen Schaffhausen gespielt, oder? Es gibt 3 Gesetze, es gibt ein paar Gesetze im Football. Was du nicht beeinflussen kannst, regt dich nicht auf über so Sachen. Oder? Schaffhausen hat keine Kabine oder nur 2 Kabinen gehabt und so Zeug und hat sonst schlechte Infrastruktur. Das hat Lausanne und so auch. Aber du kannst nicht ankommen und die vor dem Spiel schon aufregen wegen Kabine und aufregen wegen dem. Und was ich jetzt gehört habe von einigen, das haben sie gemacht. Was du nicht beeinflussen kannst, aus dem Kopf raus, konzentriere dich auf das Spiel. Und so wie es gesagt hat das nicht geklappt. Ich sage jetzt nicht wegen dieser Kabinen, aber ich habe gehört, sie haben sich wirklich aufgeregt und geschumpfen und das und das. Das geht nicht. Konzentrieren euch auf euren Gameplan und konzentrieren euch auf euer Spiel. Jetzt hat mal eine Mannschaft passt und jetzt siehst du, was passiert. Nazi C passt nicht viel, Schaffhausen passt, 38-0, wieder kein Punkt für Chur. Also ich weiß nicht mehr, wie man die einschätzen soll. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr und es ist so schwierig für sie zu tippen. Jetzt dürfen sie gegen die Erste gehen, gegen St. Gallen. Ja, 38-0 ist sehr enttäuschend und das wird jetzt an der Moral knallen. Jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen, nehmen den Kopf aus dem Sand und so, weil jetzt wird es ganz sicher an der Moral tragen und Moral, ja. Ja, jetzt heisst es einfach wirklich, das haben wir schon mal gesagt, die Durchhalteparole durchheben. Die Saison geht nicht mehr lang. Das ist das Einzige. Ja, irgendein Rennen bricht sie leider. Ja, das ist ja so. Ja, nun bleiben wir dran. Drücken wir den Lumberjacks trotzdem Daumen, das ist alles, was wir eigentlich können, oder? Schauen wir ja, auf das nächste Wochenende, du hast es gerade angesprochen, oder? Bleiben wir doch gerade in der Nazi C, St. Gallen Chur, dann will ich gar nicht tippen, oder? Sie wollen auf St. Gallen zum ersten undefeated, zum wirklich sehr gute Mannschaft, sehr gut coachen, geschwind und Ding und sie werden nicht, St. Gallen wird nicht da jetzt, sie haben auch ein bisschen größeres Kader als andere, sie werden auch noch in den Backups rein tun, alles. Darum sage ich mal, Sieg für St. Gallen, ich will kein Resultat sagen. Okay, gehen wir noch Nazi A zum Topspiel und zum einzigen Spiel, muss man noch sagen, in dem Jahr, in dem Wochenende. Bern Grizzlies empfangen Basel Gladiators, wieder so ein Knallerspiel. Zum Glück nicht in dem Jahr, nur in der Saison, ja. Es wird so sehr, sehr knalles Spiel und wenn wir so spielen wegen Winterthur, sage ich Sieg, Gladiators, knappe Sache, es wird wieder ein Touchdown-Unterschied sein, aber das mal werden wir können und ich hoffe, ich mache kein Jinx gegen uns jetzt, aber ich sage, jetzt will ich nicht nochmal gegen unser Team, ganz sicher nicht, darum, wir werden können in Bern. Okay, das ist doch das Wort. Danke vielmals, Coach Haas, dass du wieder da gewesen bist. Im Skype-Showdown von GR heute und ich freue mich auf nächste Woche, dann hören wir uns wieder nach dem Knallerspiel in der Nation. Wir hören uns sogar am gleichen Abend, weil die Match sind am Montag, also wahrscheinlich werde ich noch keine Stimme haben, aber ich freue mich. Perfekt, danke vielmals, schönen Abend. Gleichfalls, tschüss, danke.